Wir haben also gesehen, Sinn, Vertrauen und Agilität machen den entscheidenden Unterschied, damit Organisationen starke Veränderungen und Krisen erfolgreich gemeinsam meistern, dadurch zusammengeschweißt werden und sich schnell weiterentwickeln und Chancen nutzen. Wie konkret könnt ihr aber Sinn, Vertrauen und Agilität in eurem Arbeitsalltag fördern? Was braucht es ganz genau und wie lässt es sich umsetzen? Wir haben diese Fragen in vielen Interviews und einem UnternehmerInnen-Think Tank mit vielen Führungskräften aus der Wirtschaft, Politik, aber auch Kirchen und Zivilgesellschaft sowie mit einigen Jugendlichen gemeinsam besprochen. Was brauchen Organisationen, um über all diese Veränderungen hinweg auch in 10 oder 20 Jahren noch erfolgreich zu sein? Wie könnt ihr in eurem Team so etwas Ungreifbares wie Sinn, Vertrauen und Agilität heute ganz konkret für die Welt von morgen stärken? Aus diesen Gedanken, den konkreten Anregungen aus der Praxis und den Erfahrungen der Corona-Krise ist das Freiburger Modell der Zukunftsfähigkeit mit seinen insgesamt 8 Erfolgsfaktoren entstanden. Schauen wir zunächst auf dein Team, also nach innen. Um deinem Team in unerwarteten Veränderungssituationen schnell wieder Orientierung und Sicherheit zu geben, braucht es zunächst beherzte Führung. Beherzte Führung gibt schnell wieder Klarheit, was als nächstes zu tun ist, um sich Schritt für Schritt neu zu orientieren. Es koordiniert im Hier und Jetzt und behält trotzdem eine klare Strategie und Vision im Blick, damit die Menschen das Gefühl bekommen, ja, das macht Sinn. So kommen wir gut durch diese schwere Zeit. Und beherzte Führung ist positiv, aber kein Zweckoptimismus. Sie überzeugt persönlich und authentisch. In Krisen müsst ihr zudem darauf vertrauen können, dass alle schnell im Sinne der gesamten Organisation handeln, auch wenn man es nicht kontrollieren kann. Diese Erfahrung haben viele Führungskräfte in Zeiten von Homeoffice ganz besonders gemacht. Es braucht Handlungsfähigkeit vor Ort, von jeder in ihrer Verantwortungsposition, um sich schnell flexibel anzupassen. Informationen und neue Erkenntnisse, aber auch Schwierigkeiten müssen schnell ohne Vorbehalte weitergegeben werden. Und ihr braucht eine besonders gute Kommunikation, gerade im Umgang mit starken Emotionen wie Angst oder Wut, um als Team weiter zusammenzuhalten. All das ist die Essenz einer gelebten Vertrauenskultur. In Krisen besonders wichtig und gleichzeitig besonders durch Veränderungen, Meinungsverschiedenheiten im Umgang mit Bedrohungen herausgefordert. Die beherzte Führung und Vertrauenskultur bilden die Basis für Agilität in deinem Team. Das ist die Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen mit positivem Drive mutig Neues anzugehen, sich anzupassen, Chancen schnell proaktiv zu nutzen und dafür den Status quo zu verlassen und etablierte Routinen in Frage zu stellen, wenn diese für zukünftige oder auch aktuelle Herausforderungen nicht mehr passen. Um schnell zu lernen, solltet ihr viele verschiedene Ideen nutzen, schnell ausprobieren und über Feedback kontrollieren, ob ihr in die richtige Richtung unterwegs seid oder ein wenig anpassen müsst. So entwickelt ihr eine kulturelle Agilität, die euch nach vorne bringt, neue Möglichkeiten nutzt und Innovationen fördert. Aber Achtung, Innovationen sind wie Agilität kein Selbstzweck. Sie müssen nicht euch gefallen oder besonders cool sein. Sie müssen Sinn machen. Für den Kunden oder die Gesellschaft. Damit kommen wir in den Außenkreis. Wir haben gesehen, in Krisen entscheiden alle, auch eure Kunden, ganz neu, was für sie wirklich Bedeutung hat und auf was sie verzichten können. Je mehr ihr mit euren möglichst exklusiven Angeboten genau den Nerv trefft, desto höher eure Chancen, dass eure Kunden euch
auch in der Krise loyal bleiben. Je schneller ihr über einen engen Austausch mitbekommt, wie sich die Bedürfnisse eurer Kundinnen verändern oder was sie morgen brauchen und wünschen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr morgen noch mehr weiterempfohlen werdet als heute. Je stärker ihr die Prioritäten eurer Kunden kennt oder diese sogar mitgestalten lasst, desto besser könnt ihr eure Entscheidungen und auch Anpassungen in der Krise daran ausrichten. Nach 30 Jahren Dogma des freien Marktes kommt neben den Kunden ein weiterer zentraler Akteur zurück. Die Gesellschaft als Ganzes, oft repräsentiert durch den Staat. Ob in der Finanz- oder der Corona-Krise oder auch den notwendigen Anpassungen gegen den Klimawandel. Der Staat wurde Schritt für Schritt wieder mehr zurückgerufen in eine gestalterische Rolle, um mitzugestalten, welche Geschäfte die Gesellschaft in Zukunft noch möchte, wen er in Krisen rettet, gezielt fördert oder sogar noch bis wann überhaupt tolerieren kann. Wenn ihr davon nicht überrascht werden oder andersrum sich daraus ergebende Chancen besser nutzen möchtet, tut ihr gut daran zu prüfen, inwieweit eure Organisation dazu beiträgt, zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen und nicht noch weiter zu verschärfen. In anderen Worten, wie groß euer gesellschaftlicher Zukunftsmehrwert ist. Wir haben darüber gesprochen, dass das Potenzial an Ressourcen außerhalb der Organisation grundsätzlich unbegrenzt ist. Das Wissen und Know-how, wie man der Krise oder auch der Veränderung gegenüber begegnen kann, welche Kompetenzen und Tools es braucht, um Chancen zu nutzen, ist ganz sicher außerhalb eurer Organisation größer als innerhalb. Ganz egal, wie gut ihr seid. Gerade in starken Veränderungen kommt es daher darauf an, dass ihr dieses Potenzial außerhalb schnell erschließen und gemeinsam mit anderen nutzen könnt. Je vielfältiger euer Netzwerk und je offener die Partnerschaften und je offener diese Wissen mit euch teilen und je mehr sie sogar bereit sind, gemeinsam mit euch in neue Entwicklungen zu investieren, desto höher ist eure Chance, dass ihr euch in Kooperation mit anderen Organisationen schnell anpassen könnt. Als Messen und Konferenzen nicht mehr stattfanden, um diese Netzwerke zu bauen, als Kunden nicht mehr zu euch kommen konnten, um eure Angebote zu beziehen, da waren wir ganz plötzlich auf digitale Prozesse essentiell angewiesen. Aber auch in normalen Zeiten können digitale Prozesse die Erreichbarkeit und den Automatisierungsgrad eurer Angebote und Prozesse ganz enorm erhöhen. So könnt ihr neue Kundengruppen erschließen, ganz neue Angebote entwickeln oder, wenn sie intelligent und intuitiv gestaltet ist, sogar deren Individualitätsgrad verstärken. Andersherum könnt ihr natürlich auch Ressourcen frei machen durch die Automatisierung, um an zentralen Stellen den persönlichen Service face-to-face weiter auszubauen. Um solche neuen Angebote oder Prozesse schnell auszubauen oder auch anderweitig auf Veränderungen zu reagieren, braucht ein Team Spielräume. Zeitlich, finanziell und logistisch. Das ist die Basis für wirtschaftliche Agilität. Nur so könnt ihr euer Geschäftsmodell schnell weiterentwickeln, an zukünftige Bedarfe und Chancen anpassen. Manchmal geht es auch einfach nur darum, Durststrecken, zum Beispiel bei Umsatzausfällen oder auch Lieferengpässen, überbrücken zu können. In all diesen Fällen scheitern Organisationen am meisten, die spitz auf Knopf geplant sind, die durch Just-in-Time-Produktion, Lieferantenkonsolidierung, Globalisierung oder 100%ige Gewinnausschüttungen Spielräume genau abgebaut haben oder einfach nur durch schlechtes Wirtschaften alle Spielräume bereits verbraucht haben. Es braucht also eine schlanke, gut wirtschaftende Organisation, die Reserven erstellt und diese dann an wichtigen Stellen bereithält, um ausgleichen zu können oder noch besser, um in die Zukunft zu investieren. Das sind die 8 Erfolgsfaktoren der Zukunftsfähigkeit, die du nutzen kannst, um die Zukunftsfähigkeit deines Teams zu stärken und euch vor zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Wenn du wissen möchtest, in welchen dieser Faktoren ihr schon besonders gut seid
aber auch, wo ihr vielleicht Potenziale habt, um noch besser zu werden. Dann findest du auf unserer Seite hier kurze Tests, mit denen du dich selbst einschätzen oder dir auch von wichtigen Mitarbeitern oder sogar Kunden Feedback geben lassen kannst. Außerdem findest du zu jedem dieser 8 Faktoren ausführlichere Videos, kleine Reflexionsbögen, aber auch ganz konkrete Tools für deinen Alltag. Ich hoffe sehr, das bietet dir viele spannende Anregungen und Hilfen, um dein Team fit für die Zukunft zu machen. Wenn du noch mehr möchtest oder ganz persönliche Fragen hast, dann melde dich natürlich auch gerne persönlich bei mir oder einer meiner Kolleginnen. Wir freuen uns auf dich.